Guten Tag, mein Name ist Christian Markus. Ich bin PLM-Berater bei der Choristo GmbH und ich begrüße Sie heute zum zweiten Video unserer Serie zum Thema SAP Intelligent Product Design, der SAP-Lösung rund um alle Phasen der Produktentwicklung. Heute will ich Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie Model-Based Systems Engineering mit SAP IPD aussehen kann. Zur besseren Verortung zum Einstieg aber noch einmal ein kurzer Überblick über den gesamten Umfang von SAP IPD. Wie gesagt, ist es eine Lösung, um alle Phasen der Produktentwicklung von der Idee bis zum validierten Produkt zu unterstützen, wenngleich mit einem Fokus auf dem Anforderungsmanagement und dem Systems Engineering. Das Ganze ist voll integriert in die SAP-Systemlandschaft und leicht integrierbar in reale Multisystemlandschaften. Hiermit ermöglicht es Closed-Loop-PLM-Szenarien und kann damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Digitalisierung sein. IPD ist dabei nicht eine Lösung mit vielen Funktionen, sondern eine Sammlung an Lösungen für viele Themen in der Produktentwicklung. Zunächst sei die Kollaborationsfunktion genannt, die es ermöglicht, workflow-basiert über Fach- und Systemgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Mit dem Enterprise Architecture Designer, kurz EAD, enthält sie ein Werkzeug für das Model-Based Systems Engineering mit SysML, welches wir uns heute auch einmal anschauen wollen, das natürlich auch für modellbasiertes Anforderungsmanagement genutzt werden kann. Und ja, hierzu gibt es sogar bereits ein Video in dieser Serie. Weiterhin mit dabei ist auch ein Werkzeug zum Testmanagement für die Verifikation und Validierung ihrer entwickelten Komponenten, Subsysteme und dann auch des Gesamtsystems und schließlich, um den Kreis zu schließen, eine Requirements Acquisition Lösung, die es ermöglicht, Feedback aus dem Leben des fertigen Produktes, der Servicephase, wenn man so will, zu sammeln und konsolidiert in die Anforderungsentwicklung zurückzuspiegeln. Nachdem ich Ihnen in unserem ersten Video unserer Serie zu SAP IPD bereits einen groben Überblick über diese Teillösungen gegeben habe, möchte ich Ihnen heute, wie gesagt, das modellbasierte Systems Engineering mit IPD näher bringen. Zunächst mit einem Blick darauf, warum will ich überhaupt MBSE betreiben? Was ist das Problem? Die Komplexität in der Produktentwicklung steigt. Scheinbar einfache Produkte sind oft hochkomplex und ganz verschiedene Betrachtungsebenen sind hierbei voneinander abhängig. In der Folge steigt die Anzahl beteiligter Ingenieursdisziplinen, während die geforderten Time-to-Market-Zeiten sinken. Auch sind Entwicklungsteams heute weiter verteilt und internationaler besetzt als früher. Die Anforderungen, um eine erfolgreiche Kommunikation zu erreichen, steigen folglich stetig. Auch die zunehmende räumliche Trennung zwischen Entwicklung und Produktion bei gleichzeitig gestiegenem Abstimmungsbedarf zwischen Produkten und Produktionssystemen bis hin zu Szenarien wie der verteilten autonomen Fabrik, die sich quer über die Supply Chain selbst organisiert, steigert den Bedarf, schnell auf zuverlässige und doch oft weit verteilte Informationen zuzugreifen. Hinzu kommt der Wandel, der in Wertschöpfungsketten zu beobachten ist, plakativ zu beschreiben mit vom Produkt zum Service. Er bedingt eine andere Denke, eine andere Abgrenzung meines Angebotes und es ist ein großer Unterschied, ob ich Maschinen verkaufe oder die Nutzung derer Leistung gewährleiste. Die Sichtweisen und mit ihnen die Kunden-, Markt- und Produktanforderungen ändern sich also. Tja, wie führt das nun zum Systems Engineering im ersten Schritt? Historisch ist Systems Engineering ein Entwicklungsansatz, der im Umfeld von Raumfahrt- und Militärprojekten, aber auch großen technologischen Infrastrukturentwicklungen entstand. Gemein sind diesen Themenfeldern dann eben wieder ihre Komplexität, ihre Multidisziplinarität und typischerweise auch die hohen Anforderungen an die zu erreichende Qualität in der Entwicklung. Die Rede ist gerne von einem First-Time-Right-Ansatz. Dieser Ansatz baut sich zum einen prozessual auf und stellt Anforderungen an das Projektmanagement. Das Ziel ist es, die Bemühungen der projektbeteiligten Ingenieursdisziplinen bestmöglich abzustimmen. Als Schnittstelle steht hier beispielsweise die neue Rolle des System Engineers, der als Moderator und Koordinator eine Stellung auf Höhe des Projektleiters einnimmt, ohne dessen logistische Aufgaben zu übernehmen. Hier wird also die Herausforderung gestiegener Abstimmungs- und Kommunikationsbedarfe adressiert. Zum anderen geht es darum, wie ich mein Produkt oder eben mein System abgrenze. Unter dem Schlagwort Systems Thinking wird eine weit flexiblere Betrachtung meines Entwicklungsziels möglich. Ein System wird hierbei definiert als eine Gesamtheit an Teilen, die zusammen Funktionen anbietet,
die ein beliebiges Subset dieser Systembausteine nicht anbieten könnte. Die Bausteine können hierbei beliebige Entitäten darstellen, mechanische Bauteile, vom Menschen erbrachte Services oder auch reine Informationen. Hardware, Software natürlich sowieso. Was sich zunächst recht philosophisch anhört, ermöglicht es ganz neue Geschäftsideen, also eben diese sich wandelnden Wertschöpfungsketten innerhalb eines Ansatzes zu beschreiben und vor allem auch erst einmal zu denken. Systems Engineering adressiert also sowohl die steigende Komplexität in der Produktentwicklung als auch die Veränderungen der Ziele heutiger Entwicklungsprojekte. Dem Namen nach ist modellbasierte Systementwicklung nun ja eine Sonderform des Systems Engineering, also Model-Based Systems Engineering, eine Sonderform des Systems Engineerings. Das ist aber nur bedingt richtig, da es weder den Grundgedanken des Systems noch den prozessualen Ansatz des Systems Engineerings berührt oder neu interpretiert. Model-Based Systems Engineering fügt hier vielmehr etwas hinzu, nämlich eine gemeinsame Sprache, wenn man so will. Und ich meine hier zunächst nicht die SysML, der Sie sicher schon einmal begegnet sind. Ich meine vielmehr das interdisziplinär geteilte Systemmodell an sich, das dem Model-Based Systems Engineering ja auch seinen Namen gibt. Dieses soll die Abstimmung zwischen den Fachbereichen optimieren, die in der Entwicklung entstehenden Informationen verständlich und zugänglich dokumentieren und nicht zuletzt Systeme beliebig gearteter Entitäten in ihrer Gesamtheit und Abgrenzung zum ebenfalls modellierbaren Kontext darstellen können. Nun, wie wird das erreicht? Hierzu einigt man sich eben auf einen geteilten Satz an Formulierungs- und Darstellungskonventionen für die Entwicklungsartefakte aller an der Entwicklung beteiligten Disziplinen innerhalb eines Projektes und auf deren Basis wird das System nun beschrieben. Von den Anforderungen über die Funktionen bis hin zur prinzipiellen und spezifischen Struktur der Lösung, eben einem RFLP-Ansatz, wie hier auch im Bild angedeutet, folgend. Das ist zumindest ein sehr typischer Fall für das modellbasierte Systems Engineering. Die Beschreibung, erarbeitet in einem kleineren interdisziplinären Team, endet hierbei typischerweise, wenn nur noch fachbereichsspezifische Entitäten beschrieben sind, deren Schnittstellen zu allen anderen Elementen definiert sind und die Funktionen der einzelnen Elemente ihrem Umfeld gegenüber als Anforderungen an den Fachbereich zur Detailentwicklung übergeben werden können. Ein bisschen steckt hier der First-Time-Right-Ansatz auch noch mit drin. Die Sprache ist hier vom Frontloading. Der Überlegung folgend, dass Änderungen in der Produktentwicklung umso teurer und aufwendiger, also mithin risikobehafteter werden, desto weiter diese Entwicklung fortgeschritten ist, versucht man im Systems Engineering, Model-Based Systems Engineering, möglichst wenig dem Zufall zu überlassen und eben zunächst zu einer genauen, geteilten und abgesicherten System- oder Produktbeschreibung zu kommen, bevor es an die eigentliche Umsetzung geht. Dies rechtfertigt dann eben auch den Mehraufwand in diesen frühen Produktentwicklungsphasen. Weitere Potenziale liegen dann in der erleichterten Wiederverwendung von bereits definierten Modellelementen in der Entwicklung bis hin zu Produktkomponenten in der Realisierung, in effizienteren Änderungsprozessen, beginnend bei den zu ändernden Anforderungen, welche mit ihren Lösungen, aber auch den zugehörigen Testfällen zum Beispiel verknüpft werden. Das Stichwort ist hier dann die Traceability und in der zugänglichen Dokumentation des in der Entwicklung generierten Wissens. Recherchearbeiten werden so minimiert und Doppelentwicklungen idealerweise vermieden. Jetzt noch ein kleiner Blick darauf, wie komme ich zu meinem eigenen Model-Based Systems Engineering Ansatz. Ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall ist die Methode. Eine Andeutung hatten wir schon gesehen mit diesem Bild, das diesen RFLP-Prozess darstellt. Nichts anderes als eine Modellierungsmethode war da auch schon erfasst. Eben die Methode, die dann beschreibt, was in welcher Form und in welcher Reihenfolge im Modell entwickelt wird. Die Methode bildet dabei schlussendlich den entscheidenden Punkt bei der Einführung von Model-Based Systems Engineering in der Produktentwicklung. Außerdem wichtig hierbei ist aber auch dann die Entscheidung für eine Modellierungssprache, in welcher die definierten Artefakte der Methode schlussendlich dokumentiert werden und für ein Werkzeug, das dies ermöglicht. Praktisches Model-Based Systems Engineering basiert also immer auf drei Entscheidungen: für eine Methode, für eine Sprache und für ein Werkzeug. Als Sprache hat sich die SysML, System Modeling Language, als Quasi-Standard etabliert und als Werkzeug will ich Ihnen heute den Enterprise Architecture Designer der SAP Intelligent Product Design Lösung vorstellen.
Aber zunächst auch, damit das Ganze besser nachvollziehbar wird, mal ein Blick auf das, was wir da überhaupt als Beispiel modelliert haben. Das, was wir modelliert haben, ist ein Elektroscooter. Und zwar ein ganz typischer. Wir haben ja das Rad nicht neu erfinden wollen. Wir haben einfach einen E-Scooter genommen und überlegt, wie würden wir ihn modellieren. Warum wir auf einen E-Scooter gekommen sind, ja, das ist eben eins der Produkte, die wirklich von einem weitgehend mechanischen Produkt zu gelebten IoT-Szenarien gekommen ist. Das heißt, wir haben mit benzingetriebenen Motorrollern angefangen, sind jetzt bei Elektrorollern, die intelligent verknüpft in Free Floating Sharing Systems ja, genutzt werden können. Und das wollten wir hier natürlich auch ermöglichen. Das heißt, wir haben auch noch eine App, die unseren Scooter begleitet, die es ermöglicht, diesen zu fahren und zu teilen. Und was ist noch zum Scooter zu sagen? Nun, wir bieten ihn in der EU und in der Schweiz wohl an, auch wenn Deutschland unser Hauptmarkt ist. Und das heißt natürlich, er kommt passend zu Führerscheinklassen und auch sonstigen marktabhängigen Regularien und Begebenheiten in ein paar Varianten. Das steht hier aber nicht im Fokus. Das, was relevant für unser Szenario ist, ist, dass wir bei diesem E-Scooter die Möglichkeit des rekuperativen Bremsens nutzen. Das heißt, beim Bremsen wollen wir die Energie, die dabei in Anführungszeichen vernichtet wird, eben nutzen, um unseren Akku wieder aufzuladen und die Reichweite unseres Scooters zu erhöhen. Und ja, das wollen wir uns dann einmal anschauen, wie das Ganze im SysML-Modell aussieht. Und bevor wir uns das im System anschauen, einen grundlegenden Einführung nochmal hier über die Folien. Das ist ein Package-Diagramm, das sehen wir dann auch ganz genau so im System. Mit diesem Diagramm sagen wir etwas über die Modellierungsmethode aus und nicht über den E-Scooter selber. Ne? Und wir sehen hier quasi, wie wir vorgegangen sind. Wir haben damit angefangen, links oben erstmal zu überlegen, was ist denn der Kontext von unserem E-Scooter, haben hier die ganzen Stakeholder, haben die Gesetzgebung, haben Umweltbedingungen rein modelliert und so für uns erst einmal erschlossen, was ist denn das Umfeld für unseren E-Scooter. Dann sind wir hergegangen und haben uns überlegt, was wissen wir denn schon über unseren E-Scooter? Wir fangen ja eben nicht auf der grünen Wiese an. Wir wollen das Rad, wie schon gesagt, nicht neu erfinden. Das heißt, wir wissen ein paar Sachen, eben zum Beispiel, dass wir einen Motor brauchen, dass wir eine Batterie brauchen. Ein paar Räder wären nicht schlecht. Und was uns besonders interessiert, natürlich das Bremssystem. Das Ganze machen wir als Vorbereitung für den Einstieg in die eigentliche Systemmodellierung auf Systemlevel mit den Anforderungen beginnend. Diese Modellierungsschritte kann man wohl auch durchaus als Teil des Requirements Engineerings betrachten. Wir haben es ja einmal extra gesondert dargestellt. Nun kommen wir aber zu unserem Requirements Engineering. Und ja, da haben wir einmal die ersten Requirements auf Systemebene textlich erfasst. Dann bestimmte funktionale Requirements haben wir in Use Case Diagrammen noch genauer beschrieben, analysiert, um eben ja, von der Grundfunktion auf die benötigten Unterfunktionen zu kommen oder den kleineren Elementen, die diese größeren Funktionen dann ermöglichen. Das ist natürlich auch die Überleitung wiederum zur funktionalen Architektur, von den funktionalen Anforderungen zur funktionalen Architektur. Die sieht für unseren E-Scooter dann so aus, das ist schon etwas komplexer. Hier ja, links, links unten sehen Sie so ein paar orangelich markierte Elemente. Das ist dann der Teil, der mit dem Bremsen zu tun hat. Den finden wir dann ganz ähnlich hinterher auch nochmal, wenn wir direkt ins System gucken. Und ja, auch hier haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, komplexere Funktionen genauer zu untersuchen. In unserem Fall haben wir uns entschieden, hier Activity-Diagramme zu verwenden. Dieses hier zum Beispiel zeigt den Prozess oder nimmt die Funktion detailliert auseinander zwischen U-Scooter, also der App, und E-Scooter, unserem E-Scooter, der benötigt wird, damit ich mit der App eben den Scooter starten und fahren kann.
Okay, dann kommen wir zur logischen Architektur auf Systemebene. Hier haben wir einfach nur einen Breakdown unseres E-Scooters auf die Subsysteme wieder markiert. Unser relevantes Subsystem, das Bremssystem. Und dann sehen wir eben, ja, wir haben die ganzen Funktionen aus der funktionalen Architektur geclustert auf uns sinnig erscheinende Subsysteme dann gemappt eben und sind zu diesen hier gekommen. Und ja, dann geht es im Prinzip weiter auf die Subsystemebene mit unserem Bremssystem. Das ist aber dann eben der Teil, den wir im System anschauen wollen. Zu der hier angedeuteten Modellierungsmethode seien noch ein paar Worte verloren. Wie schon durchgeschieden haben wir hier natürlich auch den RFL und schließlich P ähm, Ansatz drin. Das P haben wir hier verortet auf Ebene der PLM-Integration. Das heißt, in diesem Beispiel einfach einer klassischen E-BOM im SAP-System. Könnte auch die Produktstruktur von SAP sein oder auch ein Nicht-SAP-System wäre durchaus anschließbar. Dann geht es eben weiter. Wir sammeln die gewonnenen Erkenntnisse von der Systemlevel-Modellierung in den Requirements für unser Subsystem, für unser Bremssystem in dem Fall. Dann geht es eben wieder durch diesen RFLP-Modellierungsprozess, wobei P ist dann mehr oder minder die Dokumentation der Ergebnisse in der EBOM. Und dann schlussendlich ziehen wir diese Erkenntnisse wieder zusammen auf Komponentenebene, die hier ja, gewonnenen Komponentenanforderungen. Komponente ist eben ein Element, das sich gezielt einer Fachdisziplin zuordnen kann, wird dann an diese Fachdisziplin übergegeben, die es entwickeln kann. Und ja, so sind wir dann durch diesen Prozess durch. Zu erwähnen vielleicht noch, hier links haben wir noch eine Bibliothek mit immer wieder verwendeten Elementen, in mehreren Modellen dann auch verwendeten Elementen wie physikalische Größen oder Standardinterfaces und solche Dinge, die können wir hier reinbringen. Und das ist das, was ich in so einem Package-Diagramm dann eben auch darstelle. Und damit kommen wir zur eigentlichen Demo im System auf Subsystemebene. Und da steigen wir auch schon gleich ein. Hier sind wir im Enterprise Architecture Designer. Ne, wir erkennen unser Package-Diagramm wieder und wir haben jetzt eben die gewonnenen Daten konsolidiert auf Subsystemebene, schauen hier in unsere Requirements rein und ja, gehen erstmal zu den Anforderungen an unser Subsystem, an das Bremssystem. Da haben wir es. Und dann finden wir hier eben auch die Anforderungen, die uns insbesondere interessiert, ähm, zum rekuperativen Bremsen, eine Funktion unseres Bremssystems. Ansonsten soll es einfach mal fähig sein, den Scooter zu jeder Zeit anzuhalten. Okay, auf Komponentenanforderungen kommen wir dann später noch. Hier erstmal zum Bremssystem. Und ja, interessiert uns mal, wie ist denn dieses Requirement so eingebettet in das, was wir bisher so modelliert haben in unserem Modell und schauen dafür einmal auf die Impact- und Lineage-Analyse. Und jetzt sehen wir hier in dieser ganz schönen Analysefunktion eben nach links die Requirements, die zu dem Wunsch nach rekuperativen Bremsen geführt haben. Das ist erstmal einfach der Wunsch nach zeitgemäßen Energiemanagementfunktionen. Das ist also ja, einfach eine zeitgemäße Funktion, wenn ich schon ein Elektrofahrzeug habe. Und natürlich auch noch ganz handfest, am Ende soll es auch die Reichweite verlängern. Daher kommt es. Ansonsten haben wir hier erstmal keine Hintergedanken drin. Und ja, nach rechts weiter sehen wir dann eben noch ein paar Requirements, die Funktionen, die wir daraus abgeleitet haben, die und modelliert haben. Das sehen wir dann gleich noch. Dann weitere Requirements, die wir abgeleitet haben an andere Subsysteme. Weil wenn das Bremssystem rekuperieren kann, dann muss das eben der Motor leisten, der aus einem anderen Subsystem kommt und das ECU-Steuergerät muss es steuern und so weiter. Also Anforderungen an andere Elemente, die nicht direkt Teil des Bremssystems sind. Das ist also ein erster Blick mal auf diese Lineage-Analyse. Wir kommen später auch nochmal auf sie zurück. Jetzt aber erstmal die
funktionale Architektur unseres Bremssystems. Und, und dann steigen wir hier ein in dieses Blockdefinitionsdiagramm. Hier sehen wir die Funktion Bremsen mit ein paar Unterfällen, normales Bremsen, dauerhaftes Bremsen, Notfallbremsen. Und diesen Funktionen, ja, haben wir jetzt noch das Bremsen mit den Scheibenbremsen zugeordnet, das rekuperative Bremsen zugeordnet, die Scheibenbremsen haben wir nochmal getrennt in Vorderradbremse, Hinterradbremse, eben weil die ganz unterschiedlich belastet werden. Und ja, also dem Gedanken folgend haben wir hier als Sicherheitsfeature für Notbremsungen auch noch mit drin, dass wir hier eben etwas Bremsdruck von der Hinterradbremse auf die Vorderradbremse übertragen. Ähm, Sollte jemand im Schreck und aus Angst nur die Hinterradbremse verwenden und die Vorderradbremse, die doch viel effektiver ist, nicht. Gut, das interessiert uns nicht primär. Primär interessiert uns das rekuperative Bremsen. Das haben wir hier auch noch genauer betrachtet, und zwar über ein sogenanntes State-Machine-Diagramm. Das heißt, hier sehen wir ja, Zustandswechsel in Abhängigkeit von zum Beispiel dann eben anderen Zuständen. Jetzt sehen wir eben, wenn ich die Scheibenbremse nicht benutze, wird nicht rekuperiert, und das Ganze hängen wir hier auf am Bremsdruck. Ja, Brake Pressure Normal, No Recuperation, Brake Pressure High, Recuperative Braking. Das heißt, wir hängen uns hier voll und ganz an die Hauptbremse. Wird die benutzt, dann benutze ich auch die Rekuperationsfunktion meines Elektromotors. Und das heißt, wann immer ich bremse, dann wird auch rekuperiert. Heißt natürlich auch, dass es eben nicht rekuperiert werden kann, ohne dass ich bremse. Das haben wir in einem Beispiel mal zum Thema gemacht, in einem anderen Szenario. So, hier sind wir jetzt durch. Am Ende steht nur noch, wenn ich den Scooter ausschalte, dann bin ich natürlich den hier modellierten Ablauf, ja, bin ich durch, verlasse ich ihn. Und gut, das dann eben die funktionale Modellierung des rekuperativen Bremsens bzw. meines Bremssystems mit dieser Funktion. Und dann kommen wir auf die logische Architektur auf der Subsystemebene. Und das sieht dann so aus. Das heißt, wir haben hier eben unser Bremssystem, wir, das wir aufgesplittet haben in die Vorderradbremse, Hinterradbremse und das rekuperative Bremssystem. Hier alles auch nochmal gut erkennbar farblich markiert. Einen weiteren ähm, Hintergrund hat das nicht, wobei diese Elemente hier schon eine gewisse Besonderheit haben, da sie allesamt aus anderen Subsystemen stammen ursprünglich und somit zu dem hier berechneten Subsystemgewicht für unser Bremssystem nicht beitragen sollen. Das heißt, diese Markierung, ja, das war nicht das Ziel, das ist natürlich auch nicht der Effekt, aber es macht schon Sinn, diese Elemente hier kenntlich zu machen als besonders. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Vorderradbremse etwas genauer an. Hier sehen wir die Komponenten. Das ist der Bremshebel. Dieser Bremshebel ist über eine Klemmverbindung am Lenkrad befestigt. Darunter sehen wir auch, wie zum Beispiel die Bremszange befestigt ist, hier über eine Schraubverbindung am, ja, FSA heißt einfach Front Suspension Arm, also an der vorderen Aufhängungsgabel ist die Bremszange befestigt. Der Bremshebel wiederum ist, oder die Bremshebeleinheit vielleicht besser, ist dann eben über eine Bremsleitung verbunden mit der Bremszange am Vorderrad. Und ja, dann sehen wir eben von der anderen Seite, von rechts, kommt auch noch eine Bremsleitung hinzu, und die kommt dann eben von unserem Bremskraftverteiler, den wir an der Hinterradbremse haben, der hier mit dem Rückschlagventil angeschlossen ist und somit Bremskraft hier auf die Vorderradbremse gibt, sofern die Hinterradbremse mehr benutzt wird als die Vorderradbremse, unser Sicherheitsfeature. Gehen wir hier noch weiter runter, sehen wir eben, dass über den Bremszylinder das, ja, Brake Pad ähm, hier auf die Bremsscheibe gedrückt wird. Dabei entsteht eben Reibung. Das, ja, durchaus ein wichtiger Punkt bei so einer Bremse. Das ist die eigentliche Bremsfunktion, könnte man sagen. Und rechts unten sehen wir auch noch, dass an die Umgebung Hitze dabei abgegeben wird. Aber das alles nur zur Erklärung, was man hier sieht. Eigentlich geht es uns um das hier, um den
Brake Pressure Sensor beziehungsweise dann das rekuperative Bremsen, das durch ihn ausgelöst wird. Ne? Dieser Sensor ist festgeschraubt am Brake Caliper Assembly, an der Bremszange und misst hier den Bremsflüssigkeitsdruck und ja, wandelt ihn, wenn man so will, in eine elektrischen Widerstand um. Das heißt, der Widerstand ändert sich einfach je nach Bremsdruck. Und das heißt, wir sehen hier, wenn wir mal auf diesen Port hier schauen, da ist eine Sensorleitung mit einer 5 Volt Erregerspannung angeschlossen und über den elektrischen Widerstand des Sensors wird dann eben der Wert, der zurückfließt an unser ECU, hier als Information modelliert und über den Wert, der dann zurückkommt, ne, kann ich auf den Widerstand schließen und über den Widerstand dann eben auch auf den Druck. Und dieses Schließen, das macht unsere Software im ECU. Und wenn die zu dem Schluss kommt, wir wollen rekuperieren, sagt ihr dem ECU, mach das mal und das ECU schickt eben eine Aktivierungsspannung an unserer Wheel Hub Engine Assembly, an unseren Elektromotor. Der fängt entsprechend an zu rekuperieren, sendet elektrische Energie wieder zurück und über einen Controller geben wir dann eben kontrolliert einen Ladestrom an unsere Batterie und ja, rekuperieren Energie. Das fühlt sich jetzt alles schon wie ein Prozess an, war aber alles nur eine Architektur. Das heißt, die Reihenfolge dieser Dinge, die steht noch gar nicht fest. Das müssen wir modellieren. Und dafür haben wir eben ein Sequence-Diagramm benutzt, in dem wir dann zwischen diesen Elementen, die hier in diesen sogenannten Lebenslinien dargestellt sind, ähm, ja, eigentlich genau nochmal den Prozess haben, den ich eben schon erklärt habe. Das heißt, der Brake Pressure Sensor gibt hier an die Software seine Informationen, die loopt eben den Test. Ähm, ist das jetzt zu viel? Ist das jetzt zu viel? Ist das jetzt zu viel? Und wenn es zu dem Schluss kommt, ja, das ist jetzt zu viel Bremsdruck, die Bremsen werden offenbar benutzt, dann kommen wir in diese optionale Region und teilen unserem ECU mit, dass er jetzt doch bitte einen Erregerstrom an den Elektromotor schicken soll, damit dieser anfängt, Energie zu rekuperieren. Diese rekuperierte Energie wird parallel gleich weitergeleitet. Das haben wir hier, parallel gleich weitergeleitet an unseren ja, Battery Pack, an unsere Batterie, an unseren Akku. Und ja, hier nochmal zur Verdeutlichung da die Lebenslinie des Akkus. Und ganz unten dann ja nur noch eine Bestätigung an die Software, einfach, dass das funktioniert. Und ja, auch vielleicht, damit es mir im Display angezeigt wird oder für meine Statistiken und so weiter. Okay, das war die Modellierung unseres Bremssystems und des rekuperativen Bremsen im Speziellen auf Ebene der Logik. Was hier als nächstes kommt, ist dann ja das Runtergehen wieder auf die Komponentenebene. Aber jetzt ist es ja so, wenn wir hier einmal doch noch nicht rausgehen, sondern genauer hinschauen, stellen wir ja auch fest, dass wir nicht nur sehen, wie die Elemente verknüpft sind, sondern in unseren ganzen Komponenten auch eine Menge Daten schon hinterlegt haben, eine Menge Entscheidungen auf dieser Ebene schon dokumentiert haben. Und das sind ja alles Entscheidungen in diesem Moment, die auf Komponentenebene wiederum Anforderungen werden. Also was hier sozusagen die Lösung soweit beschreibt, ist eine Ebene tiefer wieder der Lösungsraum und damit Anforderungen. Und das liegt ja alles strukturiert vor. Und jetzt sind wir eben hergegangen, haben uns überlegt, das will ich nicht alles nochmal abschreiben, sondern ich gehe eben in einen modellbasierten Requirements Management Dokumentationsansatz und füge nicht für jede Komponente nochmal 10, 15 Anforderungen hinzu, ähm, sondern zumindest für die technischen Anforderungen und funktionalen Anforderungen, die aus dem Modell zu lesen sind, da verlinke ich einfach hier diese Komponenten über so einen Aufhänger hier, Bremszange, Vorderrad, verknüpfe ich einfach mal mit dem Block in meinem Blockdefinitionsdiagramm und sehe dann eben, wenn ich darauf bin, genau diese ganzen Daten, die ich dort hinterlegt habe. Das heißt, hier habe ich als Kinder eben die ganzen Werte,
ne, die Spezifikation und so weiter, Zylinderbohrung für den Bremszylinder, naja, und dann sehen wir als Spezifikation erstmal, ich habe hier eine Zweikolbenbremse und so weiter. Also die ganzen Informationen aus meinem Modell kann ich hier erreichen, auch wie die Supports definiert sind. Hier haben wir die Bremsleitung zum Bremshebel ist das, denke ich. Und dann haben wir unten vielleicht auch nochmal unseren Port zum Brake Pressure Sensor, wo wir sehen, dass der festgeschraubt ist. Und wenn ich so eine Definition hier dann anklicke, komme ich natürlich auch nochmal weiter und finde eben auch noch die weiteren Informationen, was für eine Schraubverbindung das zum Beispiel ist. Und ja, diese Informationen sind natürlich alle auslesbar, strukturiert hinterlegt und das bedeutet natürlich nichts anderes als stehen zur Verfügung für weitere Prozesse, sei es im Testmanagement, im Qualitätsmanagement, sei es auch noch weiter downstream bei diesen Product Features, wie wir sie hier drin bezeichnen oder wie sie auch gerne genannt werden. Ist auch ein Mapping für Arbeitsschritte im Manufacturing möglich. Also da steckt einiges an Potenzial drin. Gut, dann schauen wir nochmal auf die Lineage-Analyse zum Abschluss, um auch eben nochmal zu zeigen, dass wir hier durchaus auch über unser Modell hinausgreifen. Und nehmen wir wieder denselben Einstieg, das ist jetzt zu einem anderen Zeitpunkt im Leben des Modells. Das hat sich also ein bisschen erweitert. Von links kommen sehen wir immer noch die Requirements, die dazu geführt haben, dass wir rekuperieren wollen. Aber hier sehen wir jetzt auch eben einen Test-Case aus dem Testmanagement, der hier verknüpft ist, eine Collaboration, der einen Änderungsprozess steuern soll. Und ja, weiterhin natürlich abgeleitete Requirements. Das sind jetzt vielleicht noch ein, zwei mehr. Und dann werfen wir auch noch einen Blick auf logische, diesen logischen Block, dieses logische Element Braking System, der natürlich abhängig ist oder eben dieses rekuperative Bremsen erfüllen soll, das Requirement erfüllen soll. Und wenn wir das jetzt in den Fokus nehmen, sehen wir hier auch nochmal von links die ganzen Requirements, die darauf zulaufen. Das sind natürlich noch viel mehr. Dann aber auch wie hier die ganzen Elemente, die es zusammensetzen. Und das genau darauf wollte ich noch hinaus. Eben auch die E-Bom im SAP-System, die hier verlinkt ist, auf die ich abspringen kann. Und ja, auch diese Verknüpfung ist natürlich auslesbar, verwertbar. Und so weiß ich eben ganz schnell, welche Komponente hier, ähm, welche Komponente von welchen Requirements abhängig ist. Ändert mein Lieferant so eine Komponente auch gegen welche zum Beispiel Testfälle ich das Ganze wieder absichern muss. Und ja, bin so ganz gut informiert. Und das war jetzt eben die Führung durch ähm, unser SysML-Modell zum E-Scooter. Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch einmal einen kurzen Blick auf die Business Benefits werfen, die wir im modellbasierten Requirements Engineering mit IPD sehen. Nutzen Sie strukturierte Daten aus Ihrer Modelldefinition für Ihre Downstream-Prozesse und sparen Sie sich so Zeit und vermeiden Sie Fehler. Das wäre so ein Aspekt, auf den wir gerade zum Schluss hingewiesen haben, dass wir hier Möglichkeiten haben. Dann MBSE ermöglicht effiziente, anforderungsgetriebene Änderungsprozesse mit eben voller Traceability von der Anforderung bis zur fertigen Komponente. Die Wiederverwendung von Modellelementen, beginnend mit den Anforderungen und Komponenten in Ihren Entwicklungsprojekten, wird vereinfacht. Die Zeit zur Informationsbeschaffung in der Entwicklung wird minimiert und damit auch Ihre Time to Market. Die Informationsbeschaffung ist ein nicht zu unterschätzendes Hemmnis in der Produktentwicklung. Und ja, so vermeiden Sie eben auch teure Umwege auf dem Weg zu Ihren Produkten. Da haben wir wieder das Frontloading. Das ist eben ein äh, gegebenenfalls sehr wertvolles Konzept. Außerdem, Sie bekommen ja nicht nur die Möglichkeit, in SysML hier Ihr Modell aufzubauen, sondern nutzen Sie auch noch IPDs eigene Testmanagement-Lösung zur Verifikation und Validierung Ihrer Ergebnisse und verknüpfen Sie Testcases direkt mit Ihren Anforderungen, haben wir auch gesehen. Weiterhin bringt IPD die erwähnte Requirements Acquisition Lösung mit, um Kundenfeedback und Felddaten aus verschiedensten Kanälen gewichtet und konsolidiert in Ihr Requirements Engineering mit einzubringen. Und schließlich darf die IPD Collaboration, die workflow-basiertes Zusammenarbeiten über System- und Unternehmensgrenzen hinweg ermöglicht, auch nicht vergessen werden. Allein diese Lösung
in dieser Lösung steckt ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für die Optimierung Ihrer Entwicklungsprozesse. Ist auch eine ganz tolle Wahrheitsquelle für genau diese Prozesse, da sie eben Daten aus allen möglichen Quellen ähm, mitführen kann und sich mit diesen Quellen austauschen kann. Okay, und das war dann eben unser Video zum modellbasierten Systems Engineering mit SAP IPD. Vielleicht auch ein bisschen grundsätzlich zum Model-Based Systems Engineering. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Und dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns einfach an meinefrage@choristo.com. Wir freuen uns auf jeden Fall von Ihnen zu hören. Und ja, dann hört man sich wieder bei weiteren Folgen in unserer kleinen YouTube-Serie zu SAP IPD.